Ich finde, es ist immer noch Magie. Als Kind, wenn man sich einen Computer anguckt, dann ist das ja nichts, was man wirklich versteht. Und mit der Zeit lernt man mehr dazu und weiß langsam, wie das so funktioniert. Aber letztlich ist es doch immer noch so ein Stückchen Magie. Was ist denn, wenn man eine Firma hätte, wo man einfach entwickeln kann und dann nicht so 10.000 Leute um einen herum sind, die einem sagen, was man tun sollte? Wirklich eine Firma zu gründen, die letztendlich alles um das Entwickeln drumherum baut. Also man muss sich was trauen. Eigentlich immer. Eigentlich immer, ja. Tatsächlich am meisten Spaß am Programmieren macht das Erschaffen, also Erschaffen von Dingen. Die Tatsache, dass man quasi aus dem Nichts einfach irgendwas bauen kann und es funktioniert hinterher. Der beste Moment ist dann, wenn zum Schluss der Blitz einschlägt und du auf dem Dach stehst und sagst, es lebt, es lebt. Also wenn mich auf einer Party mal jemand fragen würde, was macht Freiheit.com eigentlich, dann würde ich vermutlich sagen, man kann es sich so vorstellen wie ein Maßschneider nur für Software. Also für individuelle Softwarelösungen für ein Problem, wo es einfach keine Standardlösung für gibt. Oder wo keine Standardlösung gut genug ist. Ganz vorne angefangen, schauen wir uns an, wohin soll das Produkt gehen, entwickeln das mit und liefern dann ein tolles Produkt am Ende des Tages. Also ist halt jeder an jeder Entscheidung beteiligt, an der er beteiligt sein möchte. Und also jeder entwickelt auch alles. Wir haben natürlich auch jeder so seine eigenen Spezialitäten und Vorlieben, aber man hat halt immer die Möglichkeit, jeden Aspekt des Produkts mitzugestalten. Und das ist schon ziemlich cool. Also ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist, also wenn man ein neues Projekt macht, also auf der grünen Wiese anfängt, möglichst schnell irgendwie mal einen Prototyp an den Start zu kriegen, wo der Benutzer schon mal anfangen kann, irgendwas zu tun. Also man sollte sich jetzt nicht Wochen und Monate damit verlieren, irgendwie Konzepte zu schreiben, sondern anfangen. Wirklich hinsetzen und anfangen. Das ist meistens das Beste. Schon ein sehr guter Vorschlag. Ich finde, da wird es halt damit beginnen, dass ich mir eine schöne Kanne schwarzen Tee koche, dann die Musik aussuche, die ich den Tag über hören möchte, die Kopfhörer aufsetze und dann weiß, ich kann mich die nächsten Stunden ganz und gar auf eine Sache konzentrieren. Man versucht erst die kleinen Probleme zu lösen, sucht sich irgendeinen Punkt, den man greifen kann, fängt dort an, etwas fertig zu machen. Dann geht man vielleicht an die nächste Ecke, wie in einem Puzzle oder so, wo man erst die Randteile versucht rauszusuchen, versucht irgendwie Teile zusammenzupassen, die irgendwie zusammenpassend aussehen und nach ergibt sich dann ein Bild, das sich dann idealerweise zu einem guten Stück Software zusammensetzt. Wenn der Endnutzer gar nicht merkt, wie komplex das Problem dahinter ist und einfach denkt, ja, simpel, hätte ich auch so gemacht. Ich glaube, dann hat man eigentlich den Nagel getroffen. Wenn man sagt, okay, das ist, wie es eigentlich sein müsste. Und dieser ganze komplexe Kram, den wir vielleicht im Hintergrund machen, der fällt gar nicht auf. Und das Ding ist einfach zu benutzen, das ist einfach cool. Und dann ist eigentlich Software optimal. Ja, also ich denke, diese Verteilung, wir haben irgendwie 80% oder 90% Entwickler. Gibt es fast nirgendwo und also die Art und Weise, wie also unser Commercial-Team auch uns da eher unterstützt, als das irgendwie zu managen oder irgendwie auf so einer anderen Ebene darüber zu arbeiten, ist einfach für mich ein Konzept, was unheimlich gut funktioniert. Ich würde jetzt auch tatsächlich nicht sagen, dass irgendwas Besonderes ist an der Stelle, sich weiterzubilden, sondern das ist einfach irgendwie jeden Tag irgendwas dazu zu lernen, das gehört dazu. Das ist noch nicht mal irgendwas, was man dazu sagen sollte oder muss. Ich glaube, es ist auch auf der einen Seite notwendig, ganz einfach, in der Branche. Und zweitens ist es aber auch eine Eigenschaft, die in jedem von uns zu finden ist. Also dieser unendliche Wissensdurst, was Neues zu machen, was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Da gibt es manche, die interessieren sich für Go, also das Brettspiel Go. Und manche für was ganz anderes. Also das kommt gar nicht so sehr darauf an. Das, was am Ende fast für mich am wichtigsten ist, ist, dass man mit allen Kollegen total gut klarkommt, dass es niemanden gibt, mit dem man nicht über alles reden kann. Das, weiß nicht, das hatte ich in meinen letzten Firmen nicht, das hatte ich in meiner Werkstudentenzeit nicht. Und klar, ich rede mit manchen Leuten mehr, mit anderen weniger, weil man einfach mit den Projekten nur mal mit einzelnen Personen mehr zu tun hat. Aber man kommt mit allen klar. Man kann zusammen Brettspielabende machen, man kann zusammen ins Kino gehen, wie gestern. Und ja, es macht halt Spaß, mit den Leuten zusammen zu sein. Das finde ich wichtig, wenn man so viele Stunden am Tag ja zusammen rumhängt. Ja, ja. Finde ich auch.